Herr Kraus, Schönen guten Morgen. soll eine Kuh abholen. Ja, richtig. Ja, bin ich richtig bei Ihnen? Sind Sie richtig bei mir? Okay. Ich bin verabredet mit Frieder Kraus. Der Bauer bewirtschaftet im sächsischen Lichtentanne einen Hof mit 70 Milchkühen. Eine soll heute auf die Schlachtbank. Welche Kuh ist es jetzt, die wir mitnehmen? Die Kuh, die noch liegt. Die da hinten? Ach Gott, die Arme. Kühe können bis zu 20 Jahre alt werden. Diese Nutztiere hier schaffen das nicht annähernd. Die Kuh ist jetzt 5 Jahre alt, hat 3 Kälber zur Welt gebracht. Und beim Anstecken des Melkzeuges ließ sich das immer schlecht handeln. Und aus dem Grunde haben wir entschieden, dass sie zum Schlachter geht. So pervers das klingen mag, das Tier hat ausgedient. Wie allen Bauern machen Frieder Kraus die niedrigen Milchpreise zu schaffen. Mit dem Verkauf an Schlachthöfe hält er den Betrieb am Laufen. Zum Glück lässt sich die Kuh relativ entspannt auf den Hänger führen. So schonend, so leicht wie die heraufgegangen ist, die kriegt das nicht mit. Die weiß nicht, was jetzt passiert, dass ihr jetzt gleich das letzte Stündlein schlägt. In Deutschland landen jährlich rund 750 Millionen Tiere auf der Schlachtbank. Mit Frieder Kraus fahre ich zur privaten Fleischerei von Udo Eibisch in Keinsdorf, ein Familienbetrieb. Viel Zeit für Smalltalk bleibt nicht, die Kuh muss runter vom Hänger. Damit sie nicht ausbüchst, versperre ich ihr mit einem Schutzgitter den Fluchtweg. Ein Knochenjob. Das Tier hat offensichtlich Stress. Nur mit Mühe gelingt es uns, die Kuh in den Verschlag zu treiben. Zu viel Mitleid darf ich jetzt nicht entwickeln. Einmal pro Woche wird hier geschlachtet. Auch diese beiden Schweine stammen von einem kleinen Bauernhof. Es gibt ein besseres Fleisch, einen besseren Stand im Fleisch. Das läuft nicht so aus, das ist nicht so wässrig. Die Schweine von der Stange, sag ich mal, die gefallen mir nicht. Das sind also keine Tiere, die aus einer Massentierhaltung stammen, sozusagen. Nee. Massentierhaltung mit Tausenden von Tieren, das mag ich auch nicht. Auch beim Schlachter gibt es einen Dresscode. Stiefel, Schürze und Kopfbedeckung sind Pflicht. Um hier mitzuhelfen, musste ich im Vorfeld beim Gesundheitsamt eine spezielle Schulung absolvieren. Bevor es losgeht, kommt Tierarzt Thomas Zönnchen zur sogenannten Lebendbeschau. Das ist Vorschrift. Auf seiner Checkliste: wie sich das Tier verhält, ob es vom Allgemeinzustand einen gesunden Eindruck macht oder ob das halt krank ist. Die Tiere sind gut genährt, das sind keine abgemagerten Tiere. Sie belasten die Gliedmaßen gleichmäßig, machen einen munteren Eindruck. Das Schlachten kann beginnen. Obwohl ich Fleischesser bin, sträubt sich in mir alles beim Gedanken, ein Tier sterben zu sehen. Sohn Max hat heute schulfrei und packt mit an. Er verpasst dem Schwein eine Dusche. Es wird erstmal vorne ins Nest gemacht, damit der Strom besser geleitet wird. Eine Methode, um Schlachttiere zu betäuben. 360 Volt schießen nun durch den Körper des Schweins. Dass es zuckt, sei normal, irritiert mich aber trotzdem. Mit einem gezielten Schnitt öffnet Udo Eibisch die Halsschlagader. Auch in großen Schlachthöfen läuft das Töten so ab. Das ist die blutige Realität hinter jedem Schnitzel und jeder Wurst. Was genau kriegt das Schwein jetzt davon noch mit? Eigentlich nicht mehr. Weil es auch noch so zuckt, ne? Ja, die Lebensgeister, die sind noch da. So, gut. Das aufgefangene Blut verarbeitet Tochter Jana sofort weiter. Aus der gerührten Brühe wird später Blutwurst. Große Fleischfabriken verarbeiten bis zu 10.000 Schweine am Tag. Alle Arbeitsschritte erfolgen dort maschinell, auch das Entfernen der Borsten. Wir müssen richtig zupacken, selbst ein Mini-Flammenwerfer kommt zum Einsatz. Udo Eibisch meint, große Schlachthöfe hätten mit dem Berufsbild nicht mehr viel gemein. Da legt keiner mehr Hand an. Wir hier in der Einzelschlachtung müssen das aber machen und das ist halt ein größerer Aufwand. Und das kostet Geld? Und das kostet letztlich Geld. Fast das Doppelte im Vergleich zum Discounter. Dass viele Kunden ihre Fleisch- und Wurstwaren zu Dumpingpreisen kaufen, kann Udo Eibisch nicht nachvollziehen. Was ist denn der Unterschied vom Fleisch, was es beim Discounter gibt, zu dem Fleisch, was Sie anbieten? Das können Sie schon ganz einfach an der Fleischfarbe erkennen. Das hier, das ist schon viel satter und ausgereifter, wie das junge Fleisch, was nur eine ganz kurze Zeit zu wachsen hat. Wir zerlegen das Tier, ich versuche mich an der Säge. Damit sich der kleine Betrieb rechnet, schlachtet Udo Eibisch nicht nur für die eigene Produktion. Er verarbeitet auch Tiere von Privatkunden und Bauern aus der Region. Nun ist die Kuh an der Reihe. Für die Betäubung wird ein Bolzenschussgerät verwendet. Jana soll das übernehmen. Bei ihrem Vater hat sie das Handwerk gelernt. Ja, die ist jetzt praktisch fixiert mit dem Zaum. Ganz ruhig. Wenn es dann doch nicht geht, mache ich es aber. Jana ist offensichtlich nervös und auch die Kuh ahnt wohl, was ihr gleich blüht.
Auch der dritte Versuch führt nicht zum Erfolg. Nee. Na, komm her. Udo Eibisch setzt dem Zaudern ein Ende. So, na komm. Getötet wird, wie beim Schwein, mit einem gezielten Halsschnitt. Rund 400 Tiere hat Udo Eibisch im vergangenen Jahr geschlachtet. Es sind Bilder, die ich nicht so schnell vergessen werde. Besonders heftig: nach 10 Minuten bewegt sich die Kuh immer noch. Warum macht die Kuh das? Ja, die stirbt jetzt mit dem Blutentzug. Ja, und je mehr Blut rausmacht, desto ruhiger wird die. Und sie pumpt das ja praktisch. Und das Zucken bedeutet aber nicht, dass die Kuh merkt, was passiert. Nee, nee. Mir wird bewusst, was Fleischkonsum in der Endkonsequenz bedeutet. Plötzlich kann ich verstehen, warum einige darauf verzichten. Für Udo Eibisch ist vegane Ernährung nur eine Modeerscheinung. Fleisch gehört zur Ernährung der Menschen dazu und das wird ja immer so bleiben. Und wer sich halt anders entscheidet, macht das halt. Fertig. Ja, der eine macht grün, der andere rot. Der 13-jährige Sohn Max hat sich entschieden. Auch er will später mal Fleischer werden. Es macht Spaß. Und ist halt wieder interessant von dem Körper her, wie das alles aussieht und wie das reagiert. Wie ist das für dich, so ein Tier zu schlachten? Also für mich ist es neu. Ich habe schon ganz schön zu kämpfen gehabt. Wie ist es für dich? Für mich ist es mittlerweile normal, Alltag. Von dem Tier kann fast alles verwendet werden, selbst die Haut. Rund 1.000 € hat Udo Eibisch für die Kuh bezahlt. Etwa das Doppelte könnte sie ihm am Ende einbringen. Vom Schlachten bis zur fertigen Wurst. Eine ganze Woche ist die Familie damit beschäftigt. Und auch das gehört zum Job. Teile des riesigen Darms in einer Kiste verstauen, damit sie der Tierarzt später untersuchen kann. Das ist extrem ekelhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Weich und warm. Die meisten Schlachtabfälle werden aber später in einer Tierkörperbeseitigungsanlage verbrannt. Zum Schluss leert Jana den größten Teil des Magens, der mit kiloweise Gras gefüllt ist. Der leere Pansen ist perfektes Hundefutter. Ob unsere Arbeit heute erfolgreich war, entscheidet Tierarzt Thomas Zönnchen bei der sogenannten Fleischuntersuchung. Er hat immer das letzte Wort. Wonach schauen Sie da jetzt? Bei diesen Schnitten wird nach Parasiten, nach Finnen geschaut. Das sind Entwicklungsstadien von Bandwürmern. Wenn der Mensch diese Finnen isst im rohen Gewichten, wird er einen Bandwurm bekommen. Dann wird die Zunge durchgegriffen, um zu schauen, ob hier irgendwelche Abszesse drin sind. So. Ist der Krankheitsbefall extrem, könnte alles für umsonst gewesen sein. Für Sie wäre es ja bitter. Sie haben viel Geld für das Tier ausgegeben und dann müssen Sie es entsorgen. Ich muss aber an die Gesundheit denken. Ja, der Leute, die das dann essen sollen. Aber es ist alles in Ordnung. Das Fleisch von Kuh und Schwein ist amtlich freigegeben. Mittag ist unser Tagwerk vollbracht. Im Büro wartet eine kleine Stärkung. Darf ich mir ein Stück nehmen, ja? Ja, bitte. Was gibt's Mittag? Natürlich. Ja, Hauptarbeit ist halt gut essen. Ne? Sehr gut. Irgendwie will mir das Kotelett heute nicht so richtig schmecken. Das gerade Erlebte arbeitet in mir. So endet meine erste Schicht beim Schlachter. 2 Tage später. Die Tiere sind mittlerweile zerteilt. Jetzt beginnt die eigentliche Produktion. Zusammen mit Udo Eibisch stelle ich Blutwurst her. Wichtigste Zutat: das aufgefangene Schweineblut, das ich nun unterrühren soll. Es ist nur das Wissen, dass es Blut ist und dass es warm ist. Und dann kommt das Wichtigste, das Kosten. Nee. Nee. Oh. Keine Showeinlage, ein Fleischer muss seine Produkte abschmecken. Meine wohl härteste Aufgabe. Ja, schmeckt. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ich versuche mich an der Herstellung von Knackwürsten. Genau. Gar nicht so schlecht, oder? Seit 1876 existiert der Familienbetrieb in 5. Generation. Viele Lehrlinge wurden hier schon ausgebildet. Jana ist vor wenigen Monaten fertig geworden. Willst du irgendwann mal den Laden deines Vaters übernehmen? Ich hoffe, dass es mein Bruder übernimmt. Ja? Ja. Warum? Ja, ich bin nicht so der Geschäftstyp. Das Business ist hart. Udo Eibisch muss ständig in neue Technik investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und damit leben, dass viele Kunden Billigfleisch favorisieren. Ich muss mich damit arrangieren. Deswegen setzen wir
auf die Variante, dass wir eine kleine Produktion haben und den Kunden sagen können, wo das Fleisch her ist, um Vertrauen zu schaffen. Und ich denke, damit haben wir auch ganz gut Erfolg. Freitag ist Verkaufstag. Im Wohnhaus der Familie befinden sich Schlachterei und Laden. Ich helfe Andrea Eibisch beim Einräumen der Auslage und erfahre, bis 2002 hatten sie täglich geöffnet. Da haben sie uns dann gerade den großen Globus in Zwickau hingebaut. Und da war hier Funkstille, also zumindest von Dienstag bis Donnerstag war. Also weil die Leute dann lieber zum Discounter gehen? Genau. Hält dieser Trend an, dass die Leute eher zum Discounter rennen oder merken Sie gerade wieder? Ich würde sagen, es kommen schon viele wieder zurück. Woran liegt das? Es ist frisch, es ist eben nicht weiter drin. Sagen wir, es ist rein Bio, oder wie man das so schön sagt, ja, heutzutage. Und das zieht die Kundschaft aus der ganzen Region an. Kurz vor Verkaufsbeginn hat sich bereits eine Schlange gebildet. Kleine Blutwurst, Ja. Viele decken hier ihren Wochenbedarf an Fleisch und Wurst und geben dafür richtig viel Geld aus. Diesem Mann ist das 27 € wert. Ich helfe beim Verpacken. Das hätte jetzt beim Discounter wahrscheinlich 10 € weniger gekostet, ne? Noch nicht, aber das schmeckt nicht so gut. Schönes Wochenende. Tschüss. Die Schlange reißt nicht ab. Gut für die Eibischs, die heute den größten Teil ihres Einkommens verdienen müssen. Auf die Stammkunden ist Verlass. Diese Sachen hier stammen nicht aus einer Massentierhaltung. Wir unterstützen durch unseren Kauf, auch wenn wir hier sind, das, was eigentlich nicht kaputt gehen sollte. Diese kleinen mittelständischen Unternehmen oder die ganz kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. In meinem Praktikum habe ich erlebt, wie viel Arbeit in der Wurst steckt und wie hart es für kleine Betriebe ist, dem Preisdruck der Discounter standzuhalten. Mein Fazit: Ich werde weiterhin Fleisch essen. Allerdings ist mein Respekt vor dem Handwerk und gegenüber den Tieren enorm gestiegen. Ja, das Praktikum beim Fleischer, das war für mich wirklich eine extreme Erfahrung. Und dennoch fand ich es wichtig, einmal hautnah zu erleben, welche Schritte nötig sind, bevor das Schnitzel auf dem Teller liegt. Doch zu dieser Wahrheit gehört auch der Blick in die Ställe. Denn das meiste Fleisch kommt nach wie vor aus Massentierhaltungen und das ist in einigen Fällen wirklich mit extrem Tierleid verbunden. Für unseren nächsten Film haben wir Tierrechtsaktivisten getroffen und begleitet, die diese Missstände aufdecken und dabei auch auf illegale Methoden zurückgreifen. Mitternacht. Recherche in Sachsen-Anhalt. Wir haben vom Vorhaben 3 Tierrechtsaktivisten gehört, in diese Schweinezuchtanlage einzudringen. Wir filmen mit einer Nachtbildkamera. Wir gehen jeder Konfrontation aus dem Weg. Das heißt, wenn wir mitbekommen, dass hier jemand ist, dann gehen wir einfach. Und das war's. Im Normalfall kriegen die Landwirte und Landwirte ja noch nicht mal mit, dass wir da waren. Wie sich die Aktivisten Zutritt verschaffen, dürfen wir nicht zeigen. Fakt ist, sie begehen eine Straftat, Hausfriedensbruch. Wir warten draußen. Ab jetzt filmen die Männer ihre Aktionen selbst. Gewalt und Sachbeschädigung sind für sie tabu. Sie betreten nur unverschlossene Ställe. Seit 2014 haben die Mitglieder des Vereins Tierretter.de aus Münster rund 150 solcher Einsätze organisiert. Sie wollen dokumentieren, was die industrielle Fleischproduktion für die Tiere bedeutet. Um keine Keime einzuschleppen, sind Hygieneanzüge Pflicht. In dieser Anlage werden Ferkel gezüchtet. Rund 1000 Sauen produzieren im Akkord Nachwuchs. Auf dem Boden und in Eimern Dutzende tote Tiere. Viele liegen noch im Sterben. Dieses hier nur wenige Zentimeter von seiner Mutter entfernt. Verstörende Bilder. Aber keine Verstöße gegen geltendes Recht. Lukas steht Wache, um die Aktion abzusichern. Er hat mal Agrarwissenschaften studiert. Natürlich wissen wir, dass das nicht unser Eigentum ist, sondern von jemand anders und dass wir dieses Eigentum auch betreten. Aber es ist auch so, dass wir dieses, was hier passiert, so stark ablehnen, dass wir das mit unserem Gewissen vereinbaren können, auf dieses Gelände draufzugehen. Christian ist selbstständiger Medienschaffender. Er hat die Anlage per Zufallsprinzip ausgesucht. Missstände finden sich fast immer, sagt er, auch heute. In der Abferkelanlage eine Sau mit entzündeten Geschlechtsteilen. Die Wunde lässt darauf schließen, dass sie schon länger krank ist. In einigen Hallenbereichen brennt mitten in der Nacht noch Licht. Die Tiere kommen nicht zur Ruhe. Nach 2 Stunden haben die Aktivisten genug gesehen. Und das, so meinen sie, würde ihr Tun rechtfertigen. Das ist halt gerade genau der Skandal, dass Zustände, wie die man hier sieht, dass die in Deutschland gang und gäbe sind. Ihre Aktionen finanzieren die Tierretter aus eigener Tasche und Spendengeldern.
Eine Nacht zuvor waren sie schon einmal hier und haben versteckte Kameras installiert. Also es ist so, dass Ferkel, die schwach sind oder krank, oft getötet werden, indem sie einfach auf den Boden geschlagen werden. Und das ist klar illegal. Wir können mal reinschauen hier. Das sind jetzt die Aufnahmen von gestern Nacht. Und die zeigen Erschreckendes. Ein Mitarbeiter greift sich 2 Ferkel und schlägt sie nacheinander brutal auf den Betonboden. Das zweite Tier zuckt danach noch minutenlang. Und er steht nebendran und trägt einen Verlust. Das ist eine Straftat, was er da getan hat? Das ist in unseren Augen auf jeden Fall als eine Straftat zu werten auch. Und in so einem Fall würden wir jetzt auch eine Strafanzeige stellen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Normalerweise müssen die Ferkel mit einem Stockschlag auf den Kopf betäubt und danach ausgeblutet werden. Warum das hier nicht passiert und wie die anderen Missstände zu erklären sind. Wir fahren noch einmal zur Anlage in Wasserleben. Der Niederländer Grein Tanis ist Geschäftsführer und stellt sich unseren Fragen. Nicht selbstverständlich. Dass ein Betrieb von Aktivisten besucht wurde, verurteilt er scharf. Wenn sie natürlich ja, ohne was zu sagen da drin gehen, ist es erstmal Hausfriedenbruch und ich finde das auch nicht recht. Ich mache da auch tatsächlich eine Anzeige davon. Das muss ich machen, das kann man nicht lassen, das ist zu gefährlich. Wir machen uns richtig Mühe. In seiner Anlage sei alles in Ordnung. Solch eine illegale Kontrolle unnötig. Wir konfrontieren ihn mit dem Bildmaterial. Zuerst von der Sau mit den entzündeten Geschlechtsteilen. Das sind ja nekrotische Stellen, das scheint also schon länger zu sein. Das nicht von einem Tag. Ja. Wie kann das aber sein, dass das Tier so lange mit diesen entzündeten Stellen da liegt? Kann ich nicht sagen. Ich bin auch nicht den ganzen Tag dabei. Er gesteht den Missstand ein. Auch zu den Aufnahmen, in denen sein Mitarbeiter Ferkel erschlägt, bezieht er Position. Das darf er nicht, aber wie gesagt, ich kann das sagen, ich kann da nicht nebenstehen. Das ist mein Problem. Ich muss ihm das fragen, warum er das macht. Da fühle ich mich schlecht unter die Sache so. Fühlen Sie sich schlecht, weil Sie besucht worden sind, oder fühlen Sie sich schlecht, weil Missstände aufgedeckt worden sind? Beides. Das Besuchen und die Missstände, die müssen auch nicht sein. Aber nur durch das Besuchen sind die Missstände ja aufgedeckt worden und nur so können Sie jetzt was dagegen tun. Ja, das ist so. Dem Unternehmen drohen nun ein Gerichtsverfahren und verschärfte Kontrollen vom Veterinäramt. Wir fahren nach Thüringen und treffen die Landwirtin Britta Becke. Zweimal drangen Tierschutzaktivisten in ihren Betrieb ein und veröffentlichten Fotos im Internet, um die vermeintlich schlechte Tierhaltung zu belegen. Völlig haltlos, sagt sie, man wolle ihren Berufsstand in ein schlechtes Licht rücken. Es ist auf jeden Fall eine Rufschädigung, weil die Leute werden angesprochen. Ich werde angesprochen, meine Mitarbeiter, auch die anderen Beschäftigten des Mutterunternehmens. Was ist denn bei euch los? Ich habe ja Kollegen, da ist über Wochen sind Kameras im Stall gewesen. Da sind die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gefilmt worden, ohne das zu wissen. Das sind Eingriffe ins Persönlichkeitsrecht. Das geht doch eigentlich nicht. Britta Beck ist Mitglied in der IG Schweinehalter Thüringen, die die Interessen von 47 Betrieben vertritt. 7 von ihnen gerieten bislang ins Visier der Aktivisten. Über deren Beweggründe hat Britta Becke eine eigene These. Der Hintergrund dieser Tierschutzaktivisten ist nicht, bessere Haltungsbedingungen für Tiere zu schaffen. Die wollen auch nicht mit uns darüber reden. Das Ziel dieser Tierschutzleute ist, sie wollen die Bevölkerung zu veganer Ernährung bewegen. Sie wollen überhaupt keine Tierhaltung mehr. Aktivisten dringen illegal in Anlagen ein, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wir wollen wissen, heiligt der Zweck die Mittel? Nachfrage vor einem Supermarkt. Die Kunden sind geteilter Ansicht. Anders kommt man ja dort nicht rein. Also sicherlich ist es Hausfriedensbruch, aber wie will man das sonst beweisen? Ich finde es irgendwie doch blöd, ne? Wenn da jemand stellen Sie sich vor, bei Ihnen dringt jemand aufs Grundstück ein und macht da irgendwelche Aufnahmen, finden Sie bestimmt auch nicht so toll. Ich würde es auch nicht so toll finden. Ich finde das richtig, ja? Um das zu dokumentieren, na klar. Auch wenn es Hausfriedensbruch ist? Ja. Klar. Ich würde halt nichts Illegales tun, nur um auf was hinzuweisen, was dementsprechend illegal ist. Also dann würde ich ja jeden, der bei Rot über die Ampel geht, quasi das Auto zerschlagen können und sagen, Mensch, ey, du darfst nicht bei Rot über die Ampel gehen, jetzt zeige ich dich an und dass du nicht abhaust, halte ich dich auf, ich zerstech dir den Reifen. Barbara Felde promoviert zum Thema Tierschutzrecht und schreibt für Behörden Gutachten. Die Justiz, so die Juristin, entscheidet mittlerweile abhängig vom Einzelfall, meist zugunsten der Tierrechtler. Der Tierschutz ist ein notstandsfähiges Rechtsgut. Das heißt, man kann, um dem Tierschutz zur Geltung verhelfen, kann man bestimmte Dinge tun. Unter anderem
in so eine Anlage eindringen und filmen, um erstens die Öffentlichkeit zu informieren und zweitens die Behörden unter Druck zu setzen. Zurück zu den Aktivisten aus Münster. Alle von ihnen hatten bereits Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Sämtliche Verfahren wurden eingestellt. Heute Nacht wollen sie Tiere aus einer Hühnerfarm in Sachsen-Anhalt befreien. Eigentlich Diebstahl. Christian sieht das anders. Tiere sind ja keine Sache. Tiere sind ja nicht ein Auto oder ein Fahrrad oder ein Laptop oder so, sondern Tiere sind eigenständige Wesen. Und deswegen kann man die gar nicht stehlen. Die Gesetzeslage ist anders. Würden die Aktivisten erwischt, kann ihnen eine Verurteilung drohen. Wir erwarten wieder draußen. Christian und Lukas gehen auf Inspektion. Tiere, so sagen sie, seien hier nur Ware. Zehntausende Hühner produzieren in der Anlage Eier. Trotz Freilandhaltung sind viele in einem schlechten Zustand. Kot in den Wassernäpfen und im Federkleid. Zwischendrin immer wieder tote Tiere. Wenn wir gleich mit den Tieren da rausgehen aus der Tür, dann werden es wieder zu Lebewesen. Dann bekommen die einen Namen, dann bekommen die zu Hause artgerechtes Futter, eine Versorgung. Und dann sind es endlich das, was sie auch sein wollen von sich aus. Tierbefreiung als symbolischer Akt. Die Bilder davon sind Argumente gegen industrielle Tierhaltung, die sie ins Internet stellen. Der bestohlene Bauer wird den Verlust seiner 4 Hühner vermutlich gar nicht registrieren. Es ist nachts um 3. Wir fahren nach Niedersachsen, das neue Zuhause des geretteten Federviehs. Ja, das sind sie. Du siehst, Gottchen, ja. Die sehen nicht so gut aus, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir wieder hin, ne? Ja, das kriegen wir wieder hin, aber die sehen wirklich schlimm aus. Ja. Also ich habe ja schon einige Hühner übernommen, aber die sind schon richtig heftig. Die haben ja fast kein Gefieder. Doro ist ebenfalls Tierschutzaktivistin. Dass sie sich heute möglicherweise der Hehlerei schuldig gemacht hat, ist ihr egal. Ja, ist sicher so, aber das hat ja, sage ich mal, einen Zweck. Und ich sage, für mich ist das, was den Tieren angetan hat, mindestens ein genauso großes Verbrechen, muss ich jetzt mal sagen. Deswegen wiegt das auf. Sie sehen sich als Verteidiger der Tiere. In Teilen der Gesellschaft genießen sie deshalb ein gewisses Renommee. Für die anderen sind sie einfach nur Gesetzesbrecher.